herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Und da ist ein neuer Eintrag hinzu. Oder? Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde, dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Sie hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und ich will, dass ich Erfolg habe. Und jetzt haben wir Nathan dazu bekommen. Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen kleinen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen, aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steckt quasi auf jedem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat nur fast, ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt Augen im Hinterkopf haben. Verdammt. If anybody else looked at this, what would they think? Und was habe ich denn da noch gesehen? Oh, das da. Stimmt, da war ich nicht drin. Ah, da haben wir Fotos, okay. Ups. Fotos, die ich anscheinend machen kann. Okay. Alles klar. Und hier gibt's nichts Neues, ne? Dig. Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Wowzer, my old broken camera is new again. And his famous self-portraits are famous. Early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. As you all know, the It's real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to as go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, Stunde can ist you gleich vorbei. please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich muss zur Toilette. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Oh. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to used save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the metro zone. Sad face. Ah, ich Very hätte good, einfach... Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought answer? out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s. Okay. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave Einfach birth to the beantworten, first einfach beantworten. self-portraits? Beantworte es einfach. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max.
The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Ja, everyone. die Stunde ist nämlich eh vorbei. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Okay, aber ganz kurz, ich muss ganz kurz, ich bin einfach zu neugierig, ne? There's no time to fuck Ja, around here. ja. You know, Mr. Jefferson, I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed. Ganz kurz. I just really think Everyday Heroes is an Moment, important das da oben ist doch ein cultural event, Foto and I want to gewesen, oder? represent Blackwell Academy. You have just by participating. By putting yourself out there. Wenn ich jetzt gehe, dann will er sowieso mit mir reden. Who wins? I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Ja. Dann mach schnell. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on. Don't let me stop you. Warum? Okay. Now, no matter who wins, Okay, dann soll this ich is gleich just mit a ihm reden? bump on a bigger road. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay. Bam, Bitch. Kann ich da auch schneller gehen? I hope I have enough time to get to the bathroom. Ja. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Ja, ich beeile mich jetzt mal. Ich gehe jetzt mal da durch hier. Fix. Daniel, You know I don't tease. I hate that science class with those nerds. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Und dann kam er rein. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Was mache ich jetzt? Who the fuck I am or who you're messing around with? Where'd you get that? What are you doing? Come on, put Feueralarm that thing auslösen. down. Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying Feueralarm. to control me. Löst den Feueralarm aus. Hella more trouble for this than drugs. I Nobody need a hammer to break it open. Ja, missed your einen Hammer. punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Ich brauche einen Hammer. Wo Ever ist denn hier ein tell me Hammer? what to do. I'm so sick of people trying to control Das ist kein me. Hammer. You are going to Schlag get doch in einfach mit hella da. more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more schon. trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your Oh, punk Gott. ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ich bin I zu need a langsam. hammer to break it open. No. No. The
control me! You are going to get in hella more trouble for this than Hammer. drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way. Don't ever touch me again, Oh Gott, freak! ey. Ah, wir gehen in Stress aus hier. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Nimm das Foto mit. Die erwischen mich, ne? Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Aber echt, ey. Danke. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Nee, nicht die Wahrheit verbergen. I just got nichts. sick in class. Das, Female trope. nee, Except you're vielleicht wandering auch. around like a zombie. And do you think that's the glauben first sowieso time a nicht. student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Was? Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my Ich probier mal scholarship was. down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Die Frage ist, glaubt er mir? Oh, das ist so eine Entscheidung, ne? Ich You probiere mal. look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my Nicht einfach schnell future. antworten, ich muss You're überlegen. sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Er glaubt mir nicht, wenn ich sage, dass mir nur schlecht und schwindelig geworden ist. Ne? Wenn ich Nathan melde, Nathan, der Sohn der reichsten Familie der Stadt, boah, glaubt er mir dann oder denkt er nur, ich will da jemanden verpetzen, weil ich mir Ärger sorgen will? Auf der anderen Seite, wir haben ja einen Zeugen, ne? Wenn ich das sage, was passiert ist, dann hätten wir ja sie auch mit dabei, die dann auch mal zusätzlich mit aussagen könnte. Boah. Melden. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. Boah. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was Yeah. hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished Das family. ist es ja, das ist es And ja. one of Blackwell's most honored students.
so it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's back. Sagt, da war noch ein Mädchen dabei. So what happened next? Then he left. I ran out here Da wondering war what noch to jemand. do. Sagt es, dass noch jemand war. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Besser als das andere, glaube ich jetzt. Of course, this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Ich weiß es doch nicht. Ich habe jetzt beide Optionen durch und ich glaube, diese Option ist besser. Warum hat sie aber nicht gesagt, dass da jemand mit dabei gewesen ist? Hat er jemanden bedroht? Das ist das Wichtigste eigentlich. Du hast einen Zeugen, Mädchen. Max, du hast einen Zeugen. Warum sagst du nichts? Ah, das ist klar. Oh Mann. Max, you better go on outside now. Ja, ich gehe ja schon. Oh, genau deswegen hasse ich eigentlich das Spiel. Weil ich weiß nicht, ob es richtig gewesen ist. Obwohl, gibt es ein richtig oder falsch bei Life is Strange? Would Nathan Prescott please come to the front office? Okay, ich hau ab. Boah. Oh, ist das kacke. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Ich schau jetzt mal. Alter, wie viele Vermisstenposter sind denn hier? Posters over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Ja. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Diesen Freitag. Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. The Bigfoots vs. The Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell-Platz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcadia bei ein Stück plus ein Getränk, $3,50. Miss Grants. Kann ich mit Ihnen reden, Miss Grants? Miss Grant sure is dedicated to that petition. Für was denn? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja, ja. Klar. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Oh Gott. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Korrekt. Das hätte Rachel helfen können. Das hätte Rachel helfen können. Das hätte... Ja, Rachel ist nicht tot. Wenn das Rachel war. Was ist denn David Madsen? Das ist verrückt. Ich verstehe nicht, was David Madsen jetzt heißt. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land, to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Ja, 1910 stand da, die Universität ist 1910 gegründet worden. Oder gebaut worden, dieses Gebäude. Sie wissen eine Menge. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. Da hast du recht. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ja.
Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Die sollte Konsequenzen haben? Ich hab doch nur was unterschrieben. Eine Nachricht von Warren, Tab-Tagebuch. Was, Warren? Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Was, brauche Info und Platz? Hallo? Alter! Sorry, bin spät. Mann, du wirst schon sehen. Meine was? Warum schreibe ich ihm plötzlich zurück und vorher habe ich nichts gemacht? Kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät, war ein verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Okay, alles klar. Dann haben wir hier jetzt David. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Passende Flagge dazu. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so. Natürlich ist er als Sicherheitschef von der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht? Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wollte er den Elektrostocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Ich schau mal ganz kurz hier. Nee, das ist nicht das hier. Okay. Und der Director. Ich weiß nicht, was Director Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium, dass er mich mega nervös macht. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst. Aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol. Aber das könnte auch sein oder Cologne gewesen sein. Oder? Beim ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin und erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter auffallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Und jetzt haben wir einen neuen Eintrag. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wieder Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes seine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als Abdrücke kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinen Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen. Ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells eintritt und David wegscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Director Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen oder meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Warum? Also die Zeitreise verstehe ich, aber das Mädchen verstehe ich nicht. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeit Schiene ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Okay.
Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Hallo. Dormitories, also da muss ich hin. Oh, eine Drohne. Nee, doch nicht. Doch? Nö. Doch. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Stella! Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Okay, wir können mit Stella reden. Stella always looks so serious and dedicated. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ich denke auch. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Alter. Was ist denn das da? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. Ja, okay. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, Oh Gott. how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. What? Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. I'd like to study this photo if you don't mind. Du redest gerade mit jemandem und guckst dir kein Foto an. So, kann ich das Teil hier fotografieren? Also das Eichhörnchen. Ksch. Athletic Field, okay. Springen bedeutet nein, okay, hinsetzen. Was ist, wenn ich mich hinsetze? This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why.